Guten Morgen! Schaut euch das an. Hier stehe ich nun und mache ein Video über die Härten des Auswanderns. Ist das nicht paradox? Es ist langsam wieder, zumindest morgens, Jackenzeit, aber tagsüber ist herrlich warm. Wir haben momentan so 20, 21 Grad und ich überlege echt noch mal ins Wasser zu gehen, aber ja, keiner kommt mit. Alleine habe ich keine Lust, dann ist es langweilig. Aber es ist wirklich momentan eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit, ein wunderbarer November. Wir haben gar keinen Regen seit irgendwie 10 Tagen, nur Sonnenschein. Und trotzdem soll es heute um ein Thema gehen, was die meisten vielleicht auch unterschätzen. Auch wenn es so aussieht, wenn ihr das so seht, Auswandern ist keine Postkarte. Es ist nicht einfach nur überall schön rumdödeln und gute Laune haben und von einem Topspot zum nächsten rennen, sich des Lebens erfreuen und so. Klar, gibt sicherlich die Leute, die das können, aber da sind wir auch direkt beim Thema. Dafür braucht man halt Geld, irgendwelches Einkommen und so weiter, dass man das auch aushält. Wenn ihr euch das leisten könnt, dann könnt ihr überall, glaube ich, ein schönes Leben führen, einfach nur durch Dauerurlaub machen und so weiter. Aber wir reden jetzt vom Auswandern und damit meine ich das Leben an einen anderen Platz verlagern, der einem vorher gar nicht bekannt war. Ist ja was anderes, als in Deutschland umzuziehen. Dort kennt man ja trotzdem, egal wo man hinkommt, irgendwie die Abläufe, man kann die Sprache, seine Ausbildung wird anerkannt, was weiß ich. Also diese ganzen Sachen, die es ja alles relativ einfach machen. Also wenn ihr in Deutschland umzieht, dann habt ihr in der Regel nicht, es sei denn, ihr zieht irgendwie auf ein bayerisches Dorf oder wo ihr dann eine neue Sprache lernen müsst oder so, oder nach Sachsen. Aber in der Regel ist es doch so, dass ihr da gar nicht viel euch umstellen müsst, aber hier, woanders, auch wenn es so schön ist, auch wenn die Sonne gerade aufgeht, auch wenn die Berge da hinten so schön gucken, auch wenn da hinten der Leuchtturm ist und die Schiffe im Hafen liegen oder in den Hafen wollen, auch wenn man das sich morgen früh um 8 angucken kann, einfach mal zum Meer laufen oder mit dem Rad fahren, gibt es eben auch den Preis dafür. Und der Preis ist nicht einfach nur herfliegen und sich hinsetzen und dann passt das schon, sondern ihr müsst in der Regel immer wieder versuchen, die beste Version zu werden von euch selbst. Ihr müsst mit vielen Rückschlägen klarkommen. Ihr werdet euch ständig neu erfinden müssen. Ihr könnt euch nicht einfach irgendwo einen Standardjob besorgen und der reicht dann zum Leben, wie zum Beispiel in Deutschland. Und auch wenn jetzt viele sagen werden, ja, aber man kann davon nicht leben und nicht sterben, glaubt mir, ihr könnt davon leben. Und hier im Ausland könnt ihr von so einem Job, der nach einheimischen Einkommen bezahlt wird, mit Sicherheit nicht leben. Das können die Einheimischen kaum. Das funktioniert auch nur, weil die Familien zusammenhalten, weil die meistens irgendwelches Eigentum haben, was nichts kostet und so weiter. Und selbst da wird es eng. Aber hier im Ausland müsst ihr halt klarkommen. Es schenkt euch niemand was. Und nein, es gibt hier keine soziale Hängematte, die ich übrigens sehr verachte. Grüße nach Deutschland. Ich denke, die soziale Hängematte ist der Grund für vieles, was schief läuft. Aber das ist nur meine Meinung. Wenn ihr dort liegt, macht es euch bequem. Aber glaubt mir, ihr werdet woanders nicht so bequem klarkommen. Das heißt, ihr kommt ja nicht selber klar. Das machen ja die anderen für euch. Wie in der soziale Hängematte in einem Land wie Deutschland. Aber das soll nur eine Randnotiz sein. Hier ist es halt so, jeder muss selbst überleben. Klar, du kannst mit den Nachbarn gewisse Sachen abfedern, ja, dass sie helfen und so weiter. Aber Geld gibt es hier in der Regel nicht.
Es gibt also ich weiß nicht, ob es Kindergeld gibt, wenn, dann ist es nicht viel. Es ist auch ein Konzept, was ich ziemlich sinnlos finde. Ja, wird ja zuerst weggenommen, dann wieder ein Stückchen zurückgegeben. Haha, super. Oh, wir haben ja Kindergeld. Na dann. Ähm, ich wäre dann eher für keine Steuern, aber gut. Ich schweife ab. wir, so schön wie es ist, so schön wie das Meer ist, so schön wie das Leben auch ist. Am Ende müsst ihr euch immer die Frage stellen, komme ich im Ausland klar? Kriege ich das selber hin? Habe ich schon Probleme, vielleicht in Deutschland klarzukommen? Habe ich in Deutschland irgendwie nur die Qualifikation, um, was weiß ich, irgendwas zu machen, was im Ausland gar nicht gefragt wird? Habe ich Perspektiven, irgendwas remote zu machen? Kann ich mir selbst irgendwas aufbauen und kriege ich das auch im Ausland hin? Habe ich das in Deutschland vielleicht schon mal geschafft? Und so weiter. Also ich sage euch eins, meiner Meinung nach, wenn ihr es in Deutschland noch nicht geschafft habt, irgendwie selbstständig Geld zu verdienen, dann werdet ihr das im Ausland auch nicht schaffen, weil ihr dann noch ganz, ganz viele andere Hürden habt. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, ja, dafür sind die Steuern niedriger und so weiter. Ist alles gut und schön geschenkt. Am Ende muss eure Fähigkeit irgendwo das hergeben, dass ihr auch erstmal was reinkriegt. Weil wenn nichts reinkommt, dann kann die Steuer 100% sein. Das ist scheißegal. Ich weiß auch nicht, wie es aussieht, ob ich in 1, 2, 3, 4 Jahren noch hier bin. Aber mein Plan ist das auf jeden Fall. Solange es gut läuft, solange ich klarkomme, solange ja, ich einfach das Leben hier genießen kann, werde ich hier auch bleiben. Und die Freundschaften und guten Beziehungen, die ich mir hier aufgebaut habe, die will ich eigentlich nicht wieder hergeben. Und das werde ich auch nicht, denke ich mal. Aber ihr sollt euch auch klar darüber sein, dass es oftmals einfach nur so dargestellt wird im Internet, das Strandleben, das Auswanderer-Lifestyle, man hat coole Connections und so weiter. Klar, du kannst zu irgendwelchen Treffen gehen und so und die gibt es auch, soweit ich weiß, in Batumi. Aber trotzdem muss jeder selber klarkommen, trotzdem muss jeder überleben, trotzdem musst du dafür sorgen, dass am früh oder dass zumindest einmal am Tag das Essen auf dem Tisch steht, dass deiner Familie gut geht, sofern du denn eine mitgebracht hast. Ich denke mal, das ist überhaupt die schwerste Aufgabe im Ausland mit einer Familie zu überleben, weil du dann nicht nur die selbst zu versorgen hast. Ja, das ist ja wirklich einfach selber. Also wer es nicht schafft, sich selbst zu versorgen im Ausland, dem bleibt, glaube ich, wirklich nur die soziale Hängematte, weil was brauchst du denn? Eine kleine Wohnung, irgendwie ein Zimmer, die kriegst du irgendwo für ein paar Lari hinterhergeschmissen. Ja, wenn du keine Ansprüche hast, dann brauchst du ein bisschen Gemüse, Obst, ein bisschen Brot vielleicht und am Sonntag und Samstag vielleicht mal noch ein Stück Fleisch und das war's. Also das sollte, glaube ich, jeder hinkriegen. Das kriegst du auch hin, wenn du irgendwo einen kleinen Job machst oder so. Aber sobald es dann in Richtung ja, eine Familie noch im Ausland zu betreuen, man braucht automatisch eine größere Wohnung, man braucht automatisch irgendwelche Beschulungen. Auch wenn man es selber macht, muss man das gewährleisten. Äh, man muss natürlich mehr Personen versorgen. Meistens braucht man noch ein Auto und so weiter und so fort. Die Kosten sind halt wesentlich höher. Das Einkommen muss eben auch wesentlich höher sein. Und da fängt es schon mal an. Finde erstmal ein Einkommen hier im Ausland, das dafür gemacht ist, ähm, dass dir dieses Leben letztendlich gewährleistet. Und das ist nicht so einfach, es sei denn halt, wie ich schon sagte, ihr kommt mit Geld, ihr habt schon ein Einkommen oder ihr habt beides, dann enjoy, genießt euer Leben, besser geht's nicht. Und ich genieße mein Leben hier seit fast 4 Jahren. Ich kann einfach mich jeden Tag nur wieder daran erfreuen, was ich gemerkt habe im Ausland. Man trifft viele Leute, die auf einer Wellenlänge sind. Man trifft auch viele Idioten, ehrlich gesagt. Man trifft viele Leute, die auch so ein bisschen ja,
falsch sind. Man muss jeden Tag bereit sein, wieder aufzustehen, wieder zu kämpfen. Man sollte meiner Meinung nach versuchen, selber klarzukommen, indem man sich immer wieder motiviert. Das ist, glaube ich, eine ganz große Sache, dass man eine gewisse Selbstachtung, eine gewisse Selbstmotivation, seinen Wert auch kennt und versucht daran zu arbeiten, ihn zu erhöhen und nicht einfach stehen bleibt, weitermacht, wieder aufsteht, wieder stärker wird den nächsten Tag und den nächsten Tag wieder. Und ich glaube, das ist eigentlich der größte Mehrwert, den das Auswandern bringen kann, dass man einfach jeden Tag ein bisschen besser wird, weil man einfach gezwungen ist, besser zu werden, weil man kämpfen muss, weil man weiß, es gibt kein Netz. Es ist nicht so, dass wenn man jetzt einfach scheitert, dass man sich wieder hinlegt und der nächste Steuerzahler zahlt die Miete oder was auch immer. Das gibt es hier halt einfach nicht. Und man muss sich selber aufrichten, wenn man hinfällt. Äh, und glaubt mir, ihr werdet hinfallen, ihr werdet Enttäuschung erleben, ihr werdet... oh, die Sonne blendet so. Ist doch schön, oder? Wenn man Ende November sagen muss, dass die Sonne so blendet. Ihr werdet garantiert irgendwo auch mal verarscht werden. Ihr werdet irgendwann an den Punkt kommen, wo ihr einfach mal irgendwo im Dreck liegt und dann könnt ihr euch entscheiden, bin ich morgen ein Stück besser als heute oder bleibe ich einfach liegen? Und glaubt mir, wenn ihr hier seid, wenn ihr es eine Weile geschafft habt, dann ist Liegenbleiben einfach keine Option. Und wenn ihr wieder aufsteht und wenn ihr durchhaltet und wenn ihr an euch glaubt und wenn ihr immer besser werdet, dann könnt ihr jeden Morgen am Strand spazieren gehen und euch denken, Mann, was ist das heute mal wieder für ein schöner Tag. Ich wünsche euch in eurem Leben, falls ihr auswandern wollt, dass ihr durchhaltet, dass ihr Geld habt, ja, eins von beiden oder beides. Ja, man kann ja natürlich auch Geld haben und trotzdem was Geiles machen. Meistens kommt das ja auch von irgendwo her. Meistens kommt das ja davon, dass die Leute eben schon früher einfach was Cooles gemacht haben und dann auch gar nicht aufhören können. Das sind halt letztendlich die Leute, die ja wahrscheinlich am besten klarkommen. Und ich wünsche euch einfach, dass ihr, wenn ihr den Schritt wagt, mental vorbereitet seid, dass wenn ihr den Schritt wagt, euch das nicht zu einfach vorstellt, dass wenn ihr den Schritt wagt, euch schon mal bewusst macht, dass auf jeden Fall irgendwann eine Situation kommt, wo ihr einfach irgendwo in der Scheiße liegt und dann müsst ihr wieder aufstehen und einfach vielleicht mal kurz die Klamotten wechseln und dann geht es weiter. Es geht einfach immer weiter und am Ende ist der Preis ein freies, schönes Leben und ein Spaziergang am Strand. Der Traum vom Leben am Meer kann natürlich auch so enden, dass ihr am Ende in so einer Bude unterkommt. Haha. Nein, aber das ist ein ganz lustiger Spot. Ihr seht, die Georgier legen gar keinen Wert darauf, dass das jetzt hier perfekt aussieht. Das ist einfach nur eine kleine Hütte, wo man sich zusammensetzen kann und ein Glas Wein trinken kann oder was auch immer. Und ja, oder sich einfach mal auf einen Reifen setzen kann. Es ist immer alles hier ganz einfach, zweckmäßig und irgendwie auch warm und herzlich. Und das ist, was ich hier mag. Das ist es, warum ich das Leben so genieße hier in Georgien. Und vielleicht gefällt euch das ja auch, wenn ihr Interesse an einem Leben in Georgien habt und ja, irgendwelche Hilfe braucht, dann findet ihr unten meine Kontaktdaten. Natürlich mache ich nicht alles for free, das ist klar, aber wenn ihr einfach nur eine Frage habt, dann beantworte ich die euch auch gern in den Kommentaren oder in einem Videocall. Bis später und ciao.